Hi, wir schauen uns in diesem Video an, wie man die neuen Steinl 24 Volt Gartenprodukte mit der Steinl Connect App in Betrieb nimmt. Für die Steinl Connect App gibt es ein neues Update, wo die Inbetriebnahme nochmal vereinfacht wurde. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Also wir haben die Connect App installiert und direkt geöffnet. Die App ist natürlich jetzt erstmal leer, es ist noch kein Produkt hinzugefügt und deswegen haben wir hier vorne direkt ganz präsent den Button, um Produkte hinzuzufügen. Da tippen wir jetzt drauf. Und dann führt die App einen Scan nach Produkten in Reichweite durch. Hier werden jetzt auch mehrere Produkte gefunden. Wenn man sich jetzt nicht sicher ist, also wenn man mehr als ein Produkt gleichzeitig einrichtet, dann gibt es neben jedem Produkt dieses kleine Auge und wenn wir da drauf tippen, dann können wir das Produkt damit identifizieren, weil das Produkt, was wir ausgewählt haben, anfängt zu blinken. So, jetzt sind wir uns sicher, dass wir diese Sphera-Leuchte einrichten wollen, wählen sie aus und drücken auf Weiter. Jetzt können wir als nächstes den Namen festlegen, den können wir so lassen, aber der Einfachheit halber empfiehlt es sich, den Namen zu ändern. Wir wählen jetzt hier mal exemplarisch unsere Terrasse und drücken unten auf Weiter. Als nächstes müssen wir den Bereich festlegen, in das unser Produkt hinzugefügt wird. Standardmäßig ist erstmal der Bereich Garten angelegt, wir können aber auch weitere Bereiche anlegen und die mit einem Icon versehen, sodass wir die dann ganz schnell wieder auswählen können. In einem Bereich verhalten sich Produkte erstmal identisch. Das heißt, wenn in dem Bereich ein Bewegungssensor drin ist oder ein Produkt mit Bewegungssensor, dann gehen alle Produkte gleichzeitig an. Wenn wir auswählen, dass die Produkte bei Dunkelheit angehen sollen, dann gehen in der Abenddämmerung alle Produkte zu dem gleichen Lichtlevel an, sodass wir eben ein gleichzeitiges Einschalten haben. Farben und Dimmlevel können wir innerhalb eines Bereiches individuell je nach Produkt einstellen. Wir wählen jetzt bei uns den Garten aus und drücken auch hier auf Weiter. Und jetzt wird unser Produkt erstmal initial dem Standort hinzugefügt und dafür werden ein paar Daten übertragen. So, die Datenübertragung ist abgeschlossen. Und jetzt kommt die erste große neue Funktion unseres neuen App-Updates. Und das ist unser Assistent. Das heißt, ich muss jetzt die Einstellungen nicht mehr einzeln durchführen und Stück für Stück durchklicken, sondern ich habe jetzt quasi einen Assistenten, der mir Fragen stellt und je nachdem, wie ich die Fragen beantworte, werden die Einstellungen dann an die Produkte übertragen. Die erste Frage, womit es hier losgeht, ist einfach, wann das Licht einschalten soll. Also zum Beispiel bei Dunkelheit, abends, wenn die Sonne untergeht, geht es automatisch an, ab einer bestimmten Uhrzeit, also wenn ich hinterlegen will, dass das Licht immer um 22 Uhr einschalten soll oder natürlich immer, dann wäre das Licht immer an, wenn die Leuchte mit Strom versorgt ist. Für unser Beispiel nehmen wir jetzt bei Dunkelheit und drücken hier auf Weiter. Jetzt kommt direkt die nächste Frage im Assistenten, nämlich bei welcher Helligkeit das Licht einschalten soll. Da man vielleicht im Alltag nicht zu jeder Zeit mit Luxwerten konfrontiert ist, haben wir hier unten direkt ein paar Empfehlungen gemacht. Also wenn ich wirklich möchte, dass das Licht bei der absoluten Dunkelheit erst einschaltet, dann wähle ich 2 Lux, in der späten Dämmerung sind es 10 Lux und in einer sehr frühen Dämmerung sprechen wir von 50 Lux. Den Wert kann man dann hier verändern und die Einstellung so entsprechend festlegen. Dann drücken wir auch hier auf Weiter. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, den Nachtsparmodus zu definieren. Das heißt, die App fragt mich, ob ich einen Zeitraum definieren möchte, in dem das Licht nachts ausgeschaltet bleibt. Das heißt, ich sage jetzt zwar, wenn es abends dunkel wird, soll es angehen, damit ich jeden Abend eine schöne Ambientebeleuchtung draußen habe, aber ich möchte vielleicht wirklich nicht, dass es die ganze Nacht läuft, sondern von 0 Uhr bis 4 Uhr morgens möchte ich kein Licht haben. Dann kann ich hier das so eben entsprechend in der App festlegen. Und dann ist das Licht zu der Zeit eben wieder ausgeschaltet. Wenn wir jetzt nochmal auf Weiter drücken, können wir im letzten Step noch die Farbe unserer Leuchte auswählen. Denn das ist ja eben die große Neuerung dieses Produktsortiments. Also wir können jetzt Produkte mit bestimmten Farben darstellen. Hier haben wir oben 3 Kategorien, nämlich einmal Farbpaletten. Da sind diverse Presets von uns hinterlegt mit Farben, wo wir sagen, die harmonieren gut miteinander. Und wenn ich hier so eine Kategorie auswähle, dann kann ich mir einmal die Farben anzeigen lassen, die in diesem Preset drin sind. Und wenn ich die Farben dann verteile, dann werden die auf meine Produkte innerhalb des Bereiches zufällig verteilt. Als nächstes können wir zwischen verschiedenen Weißtönen wählen. Das heißt, hier habe ich jetzt die Möglichkeit von einem sehr
ja, kalten oder neutralen Weißton zu einem sehr warmen Weißton die Farbe anzupassen. Und als letztes gibt es noch die freie Farbauswahl. Da haben wir dann ja, ein mehr oder weniger bekanntes Farbrad, um verschiedene Farben auszuwählen und die über die Leuchten quasi ja, darzustellen. So, dann übernehmen wir das mal und drücken auch hier auf Weiter. Jetzt haben wir eine Farbe genommen, die uns gut gefällt. Und jetzt werden die Daten, die wir jetzt mit dem Assistenten festgelegt haben, auch wieder einmal an das Produkt übertragen, was auch wieder einen kleinen Moment dauert. So, die Daten sind jetzt auch übertragen und damit sind wir praktisch fertig mit unserem ersten Produkt. Wir können jetzt unten auf dem Reiter Bereiche aufs Plus drücken, um noch weitere Produkte hinzuzufügen. Oder wir wollen die Einstellung für unser bereits hinzugefügtes Produkt nochmal ändern. Dann tippen wir auf unseren Bereich und können hier unten über erweiterte Einstellungen die Detaileinstellungen öffnen. Das sind die Einstellungen, so wie man sie vor dem neuen App-Update, vor dem Assistenten eben festlegen konnte. Also das ist immer noch möglich, aber genau, mit dem Assistenten ist es eben bedeutend einfacher. Wenn wir dann Live-Steuerung vornehmen wollen, dann können wir unten auf den Home-Reiter gehen und haben jetzt hier unsere Bereiche untereinander abgebildet. Über den Toggle können wir unseren Bereich aus- und wieder einschalten und dann haben wir hier direkt auch die Möglichkeit, die Farbe nochmal zu bearbeiten. Das heißt, ich kann dann auch hier im Live-Betrieb, wenn ich eine andere Farbe darstellen möchte, die direkt über die Home-Seite einstellen und speichern. So, jetzt ist die Farbe Pink ausgewählt. Zu guter Letzt gibt es dann noch die Möglichkeit, das Dim-Level zu verändern. Dafür kann ich hier unten den Slider bewegen und das Dim-Level eben entsprechend anpassen. So wird die Leuchte dann dunkler oder eben heller. Genau, und das war es eigentlich schon. Damit haben wir unser Produkt eingerichtet, können jetzt weitere Produkte einrichten oder die Einstellungen in unserem Produkt nochmal verändern. Ich sage besten Dank für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß mit unseren neuen Produkten.